Hallo, ich bin der Manuel Schad von SRS Sports. Heute haben wir eine Pre-Tour. Wir gehen ins Jahr 2013 zurück. Der Beginn der Enduro-Boxer-Touren. Hier sind wir mit Simo Kirsi, dem ehemaligen BMW-Werksfahrer, auf dem Weg, auf dem Landweg bis zur Fähre und dann Fähre Travemünde nach Helsinki und bereiten dort unsere Enduro-Boxer-Tour vor. Das ist der Beginn der Enduro-Boxer-Tour. Hier sieht man die Bilder kurz vor der Fähre. Es war wirklich arschkalt, wenn man das Wort benutzen darf. Die Motorräder in der Fähre angezerrt. Wir haben einfach in dem Raum geschlafen, in dem Besprechungsraum. Betten haben wir keine gebucht. Irgendwie mussten wir ein bisschen sparen. Die Tour vorzubereiten war recht teuer und recht intensiv für uns. Und das war das erste Mal, wo wir sowas für unsere Kunden angeboten haben. Wir hatten viele Anlaufstellen, die wir im Vorhinein rausgesucht haben, hatten auch eine grobe Route. Aber ob das dann wirklich funktioniert, das weiß man ja auch nicht. Ne? Das musste man dann erstmal probieren. Wir sind auf der Tour einige Kilometer mehr gefahren, als die eigentliche Enduro-Boxer-Tour war. Einfach, weil manche Wege haben sich dann so herausgestellt, als wären sie nichts für die eigentlichen Kunden oder für die später angebotene Tour. Übernachtet haben wir ganz viel in Hütten im Freien. Die Rezeptionen haben wir nur gesehen, um die Buchung für den Sommer zu machen oder um uns Informationen zu holen. Bei der Enduro-Boxer-Tour später haben wir auch mit dem Schiff eine Insel besucht. Die mussten wir natürlich vorher auch klar machen. War für mich ein ganz tolles Erlebnis. Bin ich gar nicht gewohnt, mit dem Schiff unterwegs zu sein. Das ist so ein kleines Bötchen gewesen mit so einem Außenborder. Ja, die Tour selber geht an der Via Karelia entlang, also direkt an der russischen Grenze rauf. St. Petersburg ist nicht weit entfernt gewesen. Hier hat man mal die Grenze gesehen. Einige Locations muss man dabei betrachten. Es ist immer wieder auch schweres Material aus den Kriegszeiten von vor 70 Jahren zu sehen. Das war so die letzte Befestigungslinie vor Finnland, einfach um das Land noch zu schützen. Danach, wenn die gefallen wäre, wäre Finnland komplett eingenommen worden. Was das Land auszeichnet, ist die großartige Natur. Das ist so faszinierend, was man da alles sieht. Also fürs Auge ist ganz viel zu sehen. Und wer smooth reisen will, dem kann ich das Land auch nur nahelegen. Ganz viel Gewässer, ganz viel lockere Plätze, auf denen man einfach mal ein wenig übernachten kann und kann da einfach mal vor sich her chillen. Tolle Inseln, nette Menschen. Natürlich der Offroad-Teil auf der Strecke, der fasziniert mich auch. Das ist dieser Sand, dieser Schotter. Jetzt aktuell würde ich sagen, das Ideale, um mit dem Gespann zu driften. Hier ist ein Wasserfall. Ich habe mir einen Wasserfall anders vorgestellt. Bei denen ist der Wasserfall wirklich auch ein Industriegebäude. Die verlassenen Fahrzeuge am Wegesrand, das hat mich dann auch immer so fasziniert, dass sowas einfach noch da ist, dass das nicht weggebracht wird. Viel Sand, viel Kies, ganz wenig Schotter. Und hier in der Vorbereitungstour auch noch ganz viel Schnee in den Wäldern. Wo es schattig war, war es immer noch sehr glatt. Für mich als Mitteleuropäer war das dann schwierig, da schon mal reinzufinden. Die Seen waren teilweise noch gefroren. Wir haben uns dann den Schnee aufgetaut und haben den gekocht. Wir waren wirklich mit relativ schmalem Gepäck für die Jahreszeit unterwegs und hatten dann großen Auftrag, die Tour vorzubereiten. Man muss sich das vorstellen, der Winter, der war über ein Land, alles war gefroren und wenn das auftaut, ist es wirklich wie so ein Permafrostboden, der auftaut. War für mich nicht einfach immer so zu fahren. Musste ich mich auch ein bisschen Strand tasten. Im Nachhinein stellt sich das als super geile Tour raus. Das ist wirklich klasse und ich bin froh, dass ich dieses Erlebnis nicht missen muss, dass ich das einfach wahrnehmen konnte. Erwachsen wird man nie, ne? Deshalb immer wieder in den großen Sandgruben gespielt. Festgefahren, rausgefahren. Der Simo konnte mir auch immer einiges noch zeigen, der ist mir da um Welten voraus. In den Bildern im Hintergrund seht ihr auch immer wieder Wachtürme, also da sieht man, wie knapp wir hier an der Grenze entlang gereist sind. Ja, man muss aufpassen, in den Jahren drauf hat man auch mal einen Grenzverstoß, sind dann auch von dem Bundesgrenzschutz rausgeführt worden. Braucht man einfach nicht. Jo, wenn so ein Kamin einzeln steht, da war da auch mal ein Haus gestanden, das ist wohl abgebrannt, abgetragen oder einfach eingefallen und weggebracht worden. Wir haben viele verlassene Bauernhöfe gesehen auf diesen Routen.
War nicht immer schön, was man sieht, was da hinterlassen wird, aber hat auch irgendwie diesen Lost Places Effekt. Einfach richtig cool. Ja, militärisches Material ist immer vorhanden. Man muss einfach sehen, dass die Deutschen auch lange Zeit da oben waren, also von 40 bis 44, und haben das Land vor den Russen geschützt. Wird uns auch immer wieder positiv nacherzählt. Muss man sagen, dass sie finden uns noch ganz lang treu. Ja, das mit dem Spielen, das kann ich einfach nicht gehen lassen. Zum Glück ist nie was passiert. Es ist halt immer toll, wenn man mit dem Boxer so in diesen großen Gruben spielen darf und Fun haben kann. Eis und Schnee ist mir nicht so geläufig, deshalb habe ich da öfters auch mal Bodenkontakt gehabt. Sollte man vermeiden, kann im Bedarfsfall auch mit den Ersatzteilen wirklich schwierig sein, wenn man da einen oder anderen Ventildeckel zusammenknallt. Ja, die dicken Boxen, das würde ich heute nichts mehr so machen. Das war halt einfach so die erste Reise, die man so vorbereitet hat. Und das Material hat man dabei gebraucht, Kochgebäck, Vorbereitungssachen. Das ist einfach viel, was man da mitnehmen muss, ne, für so eine Reise, um einfach einen Laptop geschützt zu transportieren, habe ich halt die Koffer gesehen. Heute macht man das mit Enduristan-Taschen oder so. Ja, klasse ist einfach die Natur, und es ist auch wirklich keiner da gewesen, der uns geschimpft hat, wenn wir da einfach entlang auf diesen alten Wehrmachtsstraßen gefahren sind. Ja, Simo als Ortskenntnis, ich meine, Ortskenntnis ist da übertrieben. Wer kennt sich im Umkreis von 50 Kilometer von zu Hause aus? Auch nicht jeder. Aber wir konnten einfach übersetzen, wir haben uns einfach helfen können, weil er halt Finne ist. Und das ist ein riesiger Vorteil. Ganz anders, als wenn man als Mitteleuropäer losfährt. Auf dieser Reise habe ich auch das erste Mal den Mefo MFE 99 getestet, und der Reifen hat sich für mich als klasse Reifen herausgestellt. Sehr lange Lebensdauer, macht unheimlich Spaß, den auf Touren zu fahren. Wer sich jetzt die Kanone mal angeschaut hat, die ist schon sehr veraltet. Das ist so, weil die Finnen auf diesen Zweiten Weltkrieg gar nicht vorbereitet waren und haben dann auch teilweise Material aus Frankreich vom Ersten Weltkrieg zugekauft, nur um sich zu schützen. Ja, Natur im Überfluss. Also man kann das einfach, das kann man einfach nur so sagen. Finnland ist so wunderbar. Wir hatten die Pre-Tour im April gemacht und sind ungefähr 3 Monate später dann auch mit den Kunden rübergefahren. Ich hoffe, dass ich noch Material finde von damals und euch da auch was erzählen kann, weil es einfach so schön war, weil es einfach so schön ist dort in Finnland. Ich denke auch, dass ich schaue, dass wir im nächsten Jahr auch mal wieder rüberkommen. Ich wollte einfach diese Zeitreise nicht vorenthalten. Wie komme ich zu dem Material? Ich habe daheim im Büro ein bisschen aufgeräumt und dann ist mir dieser Stick mit den alten Bildern in die Hände gefallen und dann dachte ich mir, das ist jetzt eigentlich was. Das kann man auch nochmal zeigen, kann euch das nochmal nahelegen, und man muss sich auch nicht schämen. Ich würde heute auch wieder so losfahren. Ganz viel Wasser, ganz viel Seen, viele Steinbrüche, viele Sandabbaugebiete. Wir mussten ganz viel Übernachtungsstätten anfahren, mussten fragen, ob wir da mit einer Gruppe mit Motorrädern kommen können, ob wir da einen Platz zum Übernachten kriegen. Hier sieht man, da sind wir auch in einem Turm, so ein Beobachtungsturm. Das ist nicht fürs Militär, sondern eher für den Förster, für den Wald, auch mal Waldbrand. Man kann auch sehen, wie viele Wasserflächen da vorhanden sind. Im Sommer ist es auch fast ein bisschen Problem mit den Mücken, mit den Moskitos, die stechen auch mal durch die dicken Jacken durch. Ja, aber man sieht, wie groß der Anteil der Natur da einfach ist. Das Land ist ungefähr so groß wie Deutschland und die Bevölkerung waren ca. 6 Millionen, also weniger als ein Zehntel von uns. Eisflächen auf dem Wasser, die sagen, wie kalt es da noch war. Also wir waren immer froh, wenn wir eine Feuerstelle gefunden haben. Und das nächtliche Feuer ist auch toll, wenn man da mit dem Schlafsack nebendran liegt, sich die Würstchen warm machen kann und kann sich einiges erzählen, was man so einen Tag über erlebt hat. Lost Places an jeder Ecke, überall wo man hinschaut. Ja, die alten Wehrmachtsstraßen, die sind immer für eine Überraschung gut. Auch mal eine Übernachtung in der Messe, das war so eine Art Zeltplatz, da haben wir uns die Häuser angeschaut. Ja, da ist ein Unfall passiert, hier hat ein LKW
der uns entgegengekommen ist, diesen großen Elch zusammengefahren. Das war für uns einfach ein ganz schlechtes Erlebnis. Ja, wir mussten dann warten, bis der Jäger gekommen ist und das Tier erlegt hat. Die vielen wunderbaren Seen mit dem total klaren Wasser. Oft dann auch mit einem Sauna ansässig, dass man einfach dort übernachten kann und kann saunieren gehen. Es ist einfach ein wunderschönes Land. Doch klasse, hier beim Simo zu Hause, da haben wir die Motorräder abgestellt und eingewintert quasi für die nächsten 3 Monate und sind mit dem Flugzeug zurückgereist. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, liked uns in Instagram, Facebook oder wo auch sonst. Macht die Glocke an, macht den Daumen hoch. Bis dann, euer Manuel Schad von SOD Sports. Tschüss.